Wenn du selbstständig bist und Geld verdienen möchtest, dann musst du Rechnungen schreiben. Zumindest ist das in den allermeisten Fällen so. Und wenn du Rechnungen schreiben möchtest oder halt musst, dann stehen dir unglaublich viele Tools und Möglichkeiten zur Verfügung. Du kannst deine Rechnung in Word oder in Excel schreiben oder theoretisch auch mit einem Stift auf einen Zettel Papier. Das geht übrigens nicht mehr lange, denn es gibt eine E-Rechnungspflicht, die gerade Stück für Stück eingeführt wird. Das heißt, mit Excel, Word und Zettel und Stift ist bald vorbei. Wenn du noch nie was gehört hast von dieser E-Rechnungspflicht, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Aber selbst bei Softwarelösungen hast du unglaublich viele Möglichkeiten. Inzwischen gibt es Bankkonten, mit denen du Rechnungen schreiben kannst, Zeiterfassungsprogramme, mit denen du Rechnungen schreiben kannst oder aber auch Buchhaltungsprogramme, in denen du natürlich auch die Möglichkeit hast, Rechnungen zu schreiben. Was für die Auswahl der richtigen Software extrem wichtig ist, ist der ganze Workflow nach dem Rechnungsschreiben. Was passiert nach dem Rechnungsschreiben? Hoffentlich wird deine Rechnung bezahlt. Das heißt, du solltest idealerweise ein Programm haben, wo du einen Überblick darüber behalten kannst, ob eine einzelne Rechnung schon bezahlt wurde oder nicht. Und was passiert mit der Rechnung, wenn sie bezahlt worden ist? Ja, sie muss irgendwie einfließen in eine Umsatzsteuervoranmeldung und einmal im Jahr dann in eine Einnahmenüberschussrechnung und so weiter. Deswegen ist meine Empfehlung, schreib deine Rechnungen direkt mit deinem Buchhaltungsprogramm. Das Buchhaltungsprogramm, was ich benutze, ist Lexware Office und in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du eigentlich so eine Rechnung schreiben kannst in Lexware Office und dafür nehme ich dich mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns im Dashboard von Lexware Office, das heißt, wenn du deine Buchhaltung mit Lexware Office machst, dann sieht dein Dashboard ungefähr so aus. Das heißt, hier auf der linken Seite siehst du deine Bankkonten. Hier sieht man auch, dass ich die Deutsche Bank und Vivid Money benutze. Auf der rechten Seite sieht man einmal eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben. Man sieht auch, dass ich in diesem Jahr ein bisschen zu viel ausgegeben habe. Darum soll es in diesem Video aber natürlich nicht gehen. Wir sehen hier oben rechts einmal einen Button und auf dem steht Neue Rechnung. Das heißt, wir können direkt hier draufklicken, um eine Rechnung zu schreiben oder nutzen hier das Dropdown-Menü und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Abschlagsrechnung zu schreiben oder eine Rechnungskorrektur oder eine Serienrechnung. Wir finden aber generell die ganze Übersicht über unsere Rechnung unter Belege, weil damit fängt die Buchhaltung ja an mit den eigenen Rechnungen und mit den Rechnungen, die ich bekomme. Das heißt, so sieht das Ganze aus. Ich sehe hier in der Mitte eine Übersicht über all die Rechnungen, die ich geschrieben habe und die ich reinbekommen habe. Das heißt, auch meine ganzen Ausgaben und meine Einnahmen sieht man jeweils hier. Und wenn ich hier oben links auf neuen Beleg klicke, dann kann ich auch hier eine Rechnung schreiben. Und da gehe ich einfach einmal direkt drauf und dann öffnet sich das Interface, in dem ich Rechnungen schreiben kann. Man sieht hier auch schon ganz gut, oben links mache ich Kundenangaben, hier oben rechts wird eine Rechnungsnummer vergeben, eine Kundennummer, ein Datum, Leistungsdatum und hier unten kann ich dann die jeweiligen Leistungen eintragen und hier noch Zahlungsbedingungen und so weiter. Und das Ganze gehen wir einmal Schritt für Schritt durch. Da gab es übrigens gerade, also im Sommer 2025, ein relativ umfangreiches Update. Das heißt, wenn du irgendwann mal Lexware genutzt hast und das jetzt irgendwie anders aussieht, ja, es sieht tatsächlich anders aus. Es gibt ja einige zusätzliche Funktionen. Warum ich der Meinung bin, dass eigentlich jeder Selbstständiger seine Rechnung idealerweise mit einem solchen Programm schreiben sollte, ist der einfache Grund, du vergisst dann halt nichts. Es ist nämlich gesetzlich vorgeschrieben, was alles auf so einer Rechnung stehen soll. Das Ganze steht in § 14 Umsatzsteuergesetz. Kannst du gerne mal nachlesen, wenn du Langeweile hast. Und da sind eine ganze Reihe von Dingen aufgelistet, die unbedingt auf eine Rechnung aufgeführt sein müssen. Das heißt, sowohl auf den Rechnungen, die du an deine Kunden verschickst, als natürlich auch auf den Rechnungen, die du bekommst. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung gerne mal eine Checkliste, das heißt, die kannst du dann gerne benutzen, um auch die Eingangsrechnung zu kontrollieren. Bei den Ausgangsrechnungen bist du, wie gesagt, auf der sicheren Seite, wenn du ein solches Programm nutzt, weil dann vergisst du nichts, weil es ja für jede Pflichtangabe ein separates Feld gibt und du musst einfach nur sicherstellen, dass hier jedes Feld ausgefüllt ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach einmal zusammen eine Rechnung erstellen. Und hier links oben muss ich als erstes einmal Angaben zu meinem Kunden machen. Und das muss ich nicht jedes Mal neu machen. Ich kann tatsächlich Kunden anlegen. Also wir sehen hier oben im Menü Kontakte, da kann ich reingehen und tatsächlich einfach alle meine Kunden anlegen und dann kann ich die einfach per Dropdown-Menü auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung an Google stellen möchte für meine YouTube-Videos, also meine AdSense-Einnahmen, dann gebe ich einfach Google ein und dann wird mir das Ganze vorgeschlagen und dann füllt er automatisch alle Felder aus. Das würde ich ehrlicherweise auch empfehlen, dass du das machst, dass du hier alle deine
Kunden einfach sehr regelmäßig pflegst. Und wenn sich mal irgendwas verändern sollte, was ja mal passieren kann, wenn zum Beispiel Google umzieht und dann in einer anderen Straße ansässig ist, dann kannst du hier jederzeit auf Kunde bearbeiten klicken, dann öffnet sich das Kontaktfeld und dann kannst du hier zusätzliche Angaben machen. Kleiner Hinweis übrigens, bei Kunden aus dem EU-Ausland: Auf Rechnungen, die du schickst an ein anderes Unternehmen im EU-Ausland, musst du immer auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden schreiben. Also bei Google beispielsweise, weil Google ist ein Unternehmen mit Sitz im EU-Ausland, ganz konkret in Irland. Das heißt, wenn du das hier auswählst, musst du gleichzeitig auch immer die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von deinem Kunden reinschreiben, weil das ist eine Pflichtangabe für solche grenzüberschreitenden Rechnungen. Du musst nicht nur deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer draufschreiben, sondern halt auch die vom Kunden. Und was viele Leute nicht wissen, du haftest tatsächlich für die Richtigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von deinem Kunden. Das heißt, dein Kunde gibt dir die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das ist übrigens eine Pflichtangabe im Impressum. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, wo bekommst du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer her? Im Impressum des jeweiligen Kunden wird die jeweils stehen, weil es ist eine Pflichtangabe. Und dann musst du tatsächlich überprüfen, ob diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer richtig ist. Da gibt es eine Webseite vom Bundeszentralamt für Steuern, da kannst du das machen. Wenn du jetzt mit Lexware arbeitest, wie ich zum Beispiel, dann kannst du das tatsächlich direkt hier machen. Hier sieht man auch, dass ich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer schon mal überprüft habe und deswegen sicher weiß, dass diese Nummer tatsächlich auch existiert und dass die auch zu Google gehört. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann musst du tatsächlich einfach hier klicken und dann kannst du das prüfen und mache ich einfach einmal ganz kurz. Und damit kann ich auch bedenkenlos hier zum Beispiel eine Rechnung ohne Umsatzsteuer schreiben. Warum ohne Umsatzsteuer? Weil eine sonstige Leistung, also eine Dienstleistung von einem deutschen Unternehmen, also mir, für ein anderes Unternehmen, das im EU-Ausland ihren Sitz hat, also Google in Irland, das ist ein sogenannter Reverse Charge Umsatz. Das heißt, dieser Umsatz ist in Deutschland nicht steuerbar und Google muss sich in dem Zielland, also in dem Fall Irland, um die Umsatzversteuerung kümmern. Das heißt, auf einer solchen Rechnung weise ich keine Umsatzsteuer aus, weil das eine innergemeinschaftliche Leistung ist. Und das kannst du tatsächlich hier oben rechts auswählen. Im Augenblick ist innergemeinschaftliche Lieferung ausgewählt. Das ist nicht der Fall, weil ich nichts geliefert habe, sondern ich habe eine Leistung erbracht. Und zwar habe ich Videos hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Das heißt, ich kann hier oben draufklicken und dann innergemeinschaftliche Leistung auswählen. Und damit ist das dieser 13b bzw. Reverse Charge Umsatz und die Rechnung ist entsprechend richtig gestellt. Bei einer ganz normalen Rechnung an Endkunden oder an andere Unternehmen in Deutschland würdest du einfach eine normale Rechnung auswählen. Das heißt, da wird dann ganz normal deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen. Das ist in dem Fall aber nicht der Fall. Deswegen wähle ich hier innergemeinschaftliche Leistung aus. Und damit wird auf diesen Umsatz keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Das heißt, hier unten ist das Ganze dann automatisch ohne Umsatzsteuer. Falls du dieses Feld hier oben nicht siehst, kann das zwei Gründe haben. Der erste Grund: Du hast nicht das entsprechende Paket bei Lexware Office gebucht, weil EU-Rechnungen sind nicht in allen Paketen enthalten und dann müsstest du unter Umständen deinen Account einmal upgraden. Oder aber du hast in den Kundeneinstellungen nicht eingestellt, dass du EU-Rechnungen ausstellen möchtest. Das heißt, wir klicken noch einmal darauf, dass wir den Kunden bearbeiten wollen und sehen dann hier tatsächlich die Möglichkeit, steuerfreie Rechnungen erlauben. Und das solltest du natürlich einmal anhaken. Wenn das hier nicht angeklickt ist, dann siehst du das Feld tatsächlich gar nicht und dann kannst du auch keine EU-Rechnungen ausstellen. Das heißt, ein ganz häufiger Grund sind die Einstellungen in den Kunden. Hier auf der rechten Seite sehen wir ein paar zusätzliche Rechnungspflichtangaben. Das heißt, die Rechnungsnummer, die wird automatisch vergeben. Den Aufbau der Rechnungsnummer, den kannst du übrigens bearbeiten in den Einstellungen, also in den Account-Einstellungen, nicht in der Rechnung selbst. Und zwar, indem du hier oben rechts einmal aufs Zahnrad klickst und dann auf Nummernkreise klickst. Und dann kannst du dir da ein beliebiges System eigentlich ausdenken. Man sieht hier auch, dass ich meine Rechnungen immer mit dem Kürzel RE beginne und dann kommt erstmal minus 25 minus und dann zählt er einfach in einer dreistelligen Zahl nach oben. Ich sortiere das immer so, dass ich quasi Rechnungen für ein Kalenderjahr habe und dann in dem Kalenderjahr immer hochzähle. Das heißt, 25 bedeutet für mich, das sind Rechnungen, die ich im Jahr 2025 gestellt habe und dann zähle ich quasi vom 1. Januar bis zum 31. Dezember einfach hoch und im nächsten Jahr ändere ich diese 25 dann in die 26. Kannst du irgendwie anders machen. Gibt es jetzt auch keine gesetzliche Vorschrift, die genau sagt, wie diese Rechnungsnummer aufgebaut sein muss. Wichtig ist nur, es muss eine fortlaufende Nummer sein. Außerdem wird eine Kundennummer angegeben. Das ist die Kundennummer, die du in den Kundeneinstellungen quasi hinterlegen kannst. Hat jetzt keine große Bedeutung. Achte ich quasi auch fast nie drauf. Dann braucht deine Rechnung ein Rechnungsdatum. Das ist immer standardmäßig das
Rechnungsdatum von heute. Also dann, wenn du diese Rechnung erstellst, das ist quasi automatisch gesetzt. Und du musst eine Pflichtangabe auf Rechnung tatsächlich auch das Leistungsdatum oder den Leistungszeitraum angeben. Wenn ich hier jetzt beispielsweise eine Rechnung schreibe für die AdSense-Einnahmen, dann muss ich hier einen Zeitraum angeben, weil ich die AdSense-Einnahmen immer einmal im Monat ausgezahlt bekomme. Und zwar immer im Folgemonat für den vorherigen Monat. Das heißt, wenn ich jetzt die Rechnung schreibe am 8. August 2025, dann ist der Leistungszeitraum der 1. Juli bis zum 31. Juli 2025. Und das kann ich machen, indem ich hier drauf klicke, Leistungszeitraum auswähle und dann kann ich hier den jeweiligen Zeitraum auswählen, und zwar 1. Juli bis zum 31. Juli, und dann habe ich auch den Leistungszeitraum angegeben. Außerdem gibt es hier jetzt noch so ein paar Freitextfelder, die kannst du übrigens vordefinieren. Das heißt, wenn du da unterschiedliche Ansprachen wählst, weil du zum Beispiel den einen Kunden duzt und den anderen siehst oder was auch immer, weil du manchmal noch bestimmte Dinge dazu schreiben möchtest, dann kannst du tatsächlich Textbausteine anlegen. Dafür klickst du einfach hier und siehst dann quasi alle Möglichkeiten, die du da hast, und kannst jetzt auch immer noch neue Einleitungstexte einfach anlegen. Ich habe das ehrlicherweise noch nie gemacht. Es wäre aber theoretisch möglich. Und hier unten musst du dann reinschreiben, wofür schreibst du denn jetzt eigentlich die Rechnung? In meinem Fall wären das zum Beispiel die YouTube AdSense-Einnahmen. Dann wähle ich die Menge aus und die Einheit. In meinem Fall ist das einmal pro Monat. Du kannst auch pauschal sagen oder pro Vortrag, pro Tag, pro Kilometer, und du kannst hier auch Einheiten selbst anlegen. Also pauschal oder Vortrag habe ich angelegt, weil ich einige Vorträge gebe und immer einen Betrag pro Vortrag abrechne, weil ich für einige Bildungsträger immer mal wieder Vorträge halte. Das heißt, ich schreibe unter Umständen auch mal eine Rechnung für 3 Vorträge und dann kann ich als Einheit Vortrag nehmen. Und dann schreibst du den Preis rein. In meinem Fall wäre das dann die AdSense-Einnahmen eines Monats. Das heißt, was habe ich im Juli eigentlich mit AdSense verdient? Und da gehe ich mal davon aus, dass das jetzt 3.587 € sind. Dann kann ich noch Rabatt geben. Ergibt hier natürlich keinen Sinn. Warum sollte ich Google einen Rabatt geben? Und dann berechnet er das Ganze hier unten schon. Und ich kann hier jetzt auch noch mal ein bisschen näher erläutern, worum geht es eigentlich. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich über Vorträge abrechne. Dann schreibe ich hier noch den Vortragstitel rein und dass ich es gemacht habe und so weiter. Das heißt, hier kannst du noch beliebige Erläuterungen dazu schreiben. Und du kannst übrigens diese ganzen Dinge auch als Produkte anlegen. Das findest du hier oben auch im Menü. Das heißt, unter Artikel kannst du dann reingehen und all die Produkte und Pakete, die du so verkaufst und im Angebot hast, kannst du einfach anlegen, und dann kannst du die tatsächlich auch hier als Dropdown-Menü einfach auswählen. Und wenn du mehrere solcher Positionen auf die Rechnung schreibst, dann kannst du die hier auch quasi per Dropdown-Menü einfach hinzufügen oder tatsächlich auch ganz viele gleichzeitig hinzufügen. Ist in meinem Fall jetzt nicht so. Das heißt, diese zweite Reihe brauche ich auch gar nicht. Die kann ich dann wieder entfernen, indem ich darauf klicke. Ich könnte jetzt auch noch insgesamt nochmal einen Freitext reinschreiben. Auch das brauche ich nicht. Ich könnte einen Gesamtrabatt geben, also hier oben nur auf die einzelne Position. Ich könnte es aber auch insgesamt einen Rabatt geben. Mache ich nicht. Bin auch kein großer Fan von Rabatten. Und dann sehe ich hier den Gesamtrechnungsbetrag. Das heißt, das ist letztendlich der Rechnungsbetrag, der mir von den Kunden bezahlt werden muss, in dem Fall Google. Und hier unter der eigentlichen Rechnung hast du dann nochmal die Möglichkeit, bestimmte Textblöcke einzufügen. Und das solltest du auch dringend machen. Hier ist zum Beispiel bei diesem ganz speziellen Umsatz wahnsinnig wichtig, dass ich einen Hinweis draufschreibe auf das Reverse Charge Verfahren. Und das ist ein Textbaustein. Das heißt, hier steht jetzt Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers Reverse Charge. Und das kann ich auswählen. Das hat er jetzt zugegebenermaßen automatisch gemacht, weil ich gesagt habe, es ist eine innergemeinschaftliche Leistung. Das heißt, weil ich das hier oben ausgewählt habe, hat er diesen Textblock automatisch eingefügt. Das heißt, wenn ich auf normale Rechnung gehe, dann steht das Ganze hier nicht mehr, dann steht hier zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Dann müsste ich aber unter Umständen Umsatzsteuer ausweisen. Und den Umsatzsteuersatz kann ich tatsächlich dann hier auswählen. Das gab es eben auch nicht. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, das sind jetzt 19% und man sieht auch hier, da ist der Rechnungsbetrag direkt nach oben gegangen. Ich kann mir mit Klick darauf auch nochmal die genaue Berechnung auf dieser Rechnung anschauen und sehe dann, okay, jetzt sind die 19% Umsatzsteuer ausgewiesen. Wäre in diesem ganz konkreten Fall aber nicht richtig, deswegen gehe ich wieder zurück auf innergemeinschaftliche Leistung und damit ist die Umsatzsteuer wieder weg und der Hinweis auf das Reverse Charge Verfahren steht wieder drin. Du brauchst in bestimmten Situationen aber immer wieder so einen Hinweis. Zum Beispiel auch, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hast, dann muss auf jeder einzelnen Rechnung draufstehen, dass du keine Umsatzsteuer berechnest gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz oder aufgrund der Kleinunternehmerregelung. Also der Satz ist nicht exakt vorgeschrieben, aber es muss ein Hinweis darauf dabei stehen. Und dann solltest du natürlich noch deine Zahlungsbedingungen dazu schreiben und da kannst du dir natürlich auch mehrere
mehrere Möglichkeiten ausdenken. Es sind auch einige angelegt, zum Beispiel 30 Tage, 7 Tage, 14 Tage und so weiter. Das heißt, hier kannst du aber beliebige Texte quasi einfügen. Du kannst dich auch nochmal bedanken für den Auftrag und so weiter. Und wenn du das alles eingetragen hast, dann hast du hier unten noch meine persönliche Meinung, echt spannende Funktion, und zwar kannst du einen QR-Code deiner Rechnung hinzufügen und dann können deine Kunden einfach deine Rechnung abscannen und bezahlen dich unter Umständen ein klein bisschen schneller. Und je nachdem, auf welche Bankkonten deine Kunden bezahlen sollen, kannst du jetzt noch die Bank auswählen und dann verändert sich natürlich der QR-Code entsprechend. Und wenn du all das gemacht hast, hast du deine Rechnung im Wesentlichen schon erstellt. Es fehlen hier jetzt allerdings einige Pflichtangaben. Zum Beispiel deine eigene Adresse, deine eigene Steuernummer, deine Kontoverbindung steht hier nirgendwo. All diese Angaben, die dich und deine Selbstständigkeit, also dein Unternehmen betreffen, die stellst du nicht auf jeder Rechnung einzeln ein, sondern die musst du in den Account-Einstellungen von Lexware hinterlegen. Das würde dir Lexware hier an dieser Stelle tatsächlich auch im Notfall sagen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wichtig ist deswegen, dass du, bevor du eine erste Rechnung schreibst, erstmal die ganzen Account-Einstellungen ausfüllst. Das heißt, deine Firmendaten, die allgemeinen Einstellungen und so weiter, dass du das alles ausfüllst und erst dann kannst du eine ordnungsgemäße Rechnung erstellen. Es ist nämlich wahnsinnig peinlich, eine Rechnung zu verschicken und keine eigene Kontonummer drauf anzugeben. Ich spreche aus Erfahrung, weil dann können deine Kunden dir dein Geld gar nicht überweisen. Wir können jetzt hier an der Stelle, wenn wir das alles gemacht haben, weitergehen zur Vorschau und dann sehe ich hier auf der linken Seite schon mal die Vorschau der Rechnung. Und ich sehe hier im Fußbereich tatsächlich auch, dass hier alles steht über mein Unternehmen. Das ist das, was ich in den Account-Einstellungen hinterlegt habe. Das heißt, Name der Gesellschaft, E-Mail-Adresse, Umsatzsteueridentifikationsnummer, Handelsregisternummer, Kontoverbindung und so weiter. Das heißt, das wurde automatisch eingefügt. Das ist ja auch auf jeder einzelnen Rechnung der Fall. Ich sehe außerdem hier rechts oben, dass ich eine E-Rechnung schreibe. Und damit bin ich persönlich tatsächlich schon bestens gerüstet für die E-Rechnungspflicht, weil ich jede einzelne Rechnung, die ich schreibe, schon als E-Rechnung ausstelle. Außerdem sieht man hier oben rechts so ein Logo, jetzt nicht wahnsinnig schönes Logo, aber es ist ein Logo und tatsächlich kann ich hier unterschiedliche Layouts anlegen, die ich immer auswählen kann. Das heißt, ich könnte jetzt auch eine ganz cleane Vorlage einfach nehmen, dann sieht meine Rechnung entsprechend so aus. Du hast hier nicht so viele Layout-Optionen, das sind tatsächlich Layouts, die ich schon angelegt habe. Eine Vorlage ist zum Beispiel dieses ganz einfache Design, dann sieht die Rechnung einfach so aus, aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch meine Alternative, die ist ein bisschen bunter, die könnte ich zum Beispiel auswählen und könnte die Rechnung dann so verschicken. Das ergibt zum Beispiel dann Sinn, wenn du mehrere Projekte hast, zum Beispiel ein Endkundenangebot und ein B2B-Geschäftskundenangebot, dann könntest du, je nachdem, wem du die Rechnung schreibst, die so ein bisschen optisch anders aussehen lassen, ohne eine komplett separate Vorlage zu wählen. Du wählst hier tatsächlich am Ende einfach nur ein Layout aus und kannst auch Layouts tatsächlich neu anlegen. Das heißt, du kannst hier, ich weiß gar nicht genau, wie viele Layouts anlegen, aber einige sind möglich. Du siehst hier, ich habe 4. Ich schicke die Rechnung aber mal in diesem Format raus und das ist eine zusätzlich wichtige Information. Was machst du denn jetzt, wenn du hier die Rechnung gestellt hast? Du kannst das Ganze einfach abschließen und speichern, dann ist die Rechnung einfach in deinem Lexware-Account gespeichert, aber du musst sie ja irgendwie noch zu deinem Kunden bringen. Klar kannst du sie dann runterladen und per E-Mail verschicken. Was ich ganz häufig mache, ist einfach, dass ich sie direkt hier aus Lexware verschicke und zwar klicke ich dafür einmal auf diesen kleinen Pfeil hier und sage dann per E-Mail senden. Theoretisch wäre es auch möglich, die jetzt auszudrucken, in einen Briefumschlag zu packen, finde ich vollkommen quatschig. Deswegen sage ich per E-Mail senden und dann öffnet sich tatsächlich hier ein Bereich, in dem ich direkt die E-Mail verschicken kann. Ich gebe hier oben die E-Mail-Adresse ein. Diese E-Mail-Adresse, die hier vorgeschlagen wird, ist übrigens die E-Mail-Adresse, die in den Kundeneinstellungen hinterlegt ist. In dem Fall buchhaltung@pergens.de, weil Google will ehrlicherweise diese rein Proforma-Rechnung gar nicht bekommen. Deswegen ergibt es gar keinen Sinn, dass ich die jetzt rausschicke. Dann kann ich hier auch mehrere Vorlagen anlegen, was ich so in der Begleit-E-Mail so alles reinschreibe. Dann kann ich hier noch den Betreff der E-Mail bearbeiten und die eigene E-Mail selbst. Das heißt, ich kann hier jetzt noch irgendwelche Sachen reinschreiben, liebe Grüße, wie abgesprochen und so weiter. Ich kann jetzt hier noch reinschreiben, wer unterschreibt das Ganze eigentlich. In dem Fall jetzt einfach mal ich. Und ich sehe auch den Anhang, das heißt, im Anhang dieser E-Mail ist dann die Rechnung enthalten. Was hier auch möglich ist, dass ich noch zusätzliche Dokumente hochlade. Das heißt, wenn ich irgendeinen Stundennachweis zum Beispiel noch hochladen muss oder bei der Weiterberechnung von Reisekosten, dann könnte ich hier zum Beispiel noch die Bahntickets oder die Flugtickets als Nachweis hochladen. Die brauche ich ja nicht in meinem Buchhaltungsprogramm, aber mein Kunde will diese Nachweise unter Umständen haben. Das heißt, dann kann ich das Ganze hier einfach hochladen und dann auf Abschließen und Senden klicken und dann geht die E-Mail direkt raus an deinen Kunden und er kann sie dann bezahlen. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal auf das ganze Thema E-Rechnung eingehen, denn du schreibst nicht automatisch eine E-Rechnung. Wenn du jetzt schon lange Lexware nutzt, fragst du dich vielleicht,
wie kriege ich das eigentlich hin, dass meine Rechnung eine E-Rechnung ist? Dafür gehst du auch einmalig in die Einstellung, das heißt hier oben auf das Zahnrad, klickst dann auf E-Rechnung und setzt dann den Haken bzw. legst den Schalter um auf E-Rechnung aktivieren. Das war's. Und ab diesem Zeitpunkt sind all die Rechnungen, die du dann verschickst, eine E-Rechnung. Meistens im Zugpferdformat. X-Rechnung ist auch möglich, mit Lex wäre ein bisschen komplizierter, aber ich persönlich empfehle dir ehrlicherweise auch das Zugpferdformat. Das bedeutet, dann gehen deine E-Mails als Zugpferdformat raus und damit hast du quasi auch die gesetzlichen Anforderungen, die ja erst ab 2027 oder 2028 greifen, aber heute schon erfüllt und du musst dir darüber keine weiteren Gedanken machen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Du weißt jetzt, wie du deine Rechnung in Lexware Office schreiben kannst, weißt generell, was auf dieser Rechnung stehen sollte. Wenn du dazu noch Fragen hast, also zu Lexware oder zur Rechnung generell, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du nochmal eine Übersicht brauchst, was auf so einer Rechnung draufstehen sollte, schließlich sind nicht nur deine eigenen Rechnungen interessant, sondern vor allem diejenigen, die du bekommst, dann schau dir auf jeden Fall auch nochmal die Checkliste in der Videobeschreibung an und ansonsten check gerne Lexware aus, findest du im ersten Link unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke es dir gerne aber auch nochmal hier. Und jetzt könntest du direkt im Anschluss auch einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.